Wenn ich an die prägenden Spiele meiner Kindheit zurückdenke, war eins der großen Highlights damals im Jahr 1998, bin ich zarte 13 geworden, ganz klar die Grafikbombe Battlezone, welches vielleicht erstmals ein RTS in die Ego-Perspektive legte und mich damit förmlich schockierte, also im positiven Sinne. Im Jahr 2016 legte dann Rebellion diesen Strategie-Shooter-Klassiker-Mix neu auf, welchem nie der Erfolg vergönnt war, den es eigentlich verdient gehabt hätte, weswegen ich ihn euch heute mal vorstellen möchte. Zumal er dank Instant Gaming für unter 3 Euro zu haben ist und wenn ihr mich fragt, auch heute noch absolutes Pflichtprogramm ist. Guarding friendly. Right behind you. Got your six. Handlungstechnisch geht in den 50er Jahren über der Beringstraße, also zwischen der Sowjetunion und den USA, ein Meteoritenschauer nieder, welcher sogenanntes Biometall enthält, aus dem sich Raumschiffe bauen lassen. Was folgt, ist ein weitestgehend von der Weltöffentlichkeit unbemerkter Krieg um diese Ressource zwischen den NSDF, also der National Space Defense Force, der Amerikaner, und der CCA, der Russen, was für Cosmo Colonist Army steht. Durch die neuen Möglichkeiten des Biometalls und die dadurch begünstigten Technologien weitet sich dieser Krieg schnell von der Erde über Mond und Mars auf viele andere Planeten in unserem Sonnensystem aus. Ohne zu viel zu spoilern, erfährt man dann im Laufe der wirklich guten und spannenden Story auch mehr über die Herkunft des Biometalls und das führt dann sogar dazu, dass sich die NSDF und die CCA verbünden müssen. Diese Truppen kommen auf uns zu. Grizzly 1, sie nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Grizzly 1, wir fangen sie ab. Grizzly 1, ich brauche Hilfe. Es sind einfach zu viele. Ich kann nicht mehr. Ich hab Probleme. Ich muss hier raus. Mal von der Hintergrundgeschichte weg, beginnt das Battlezone-Franchise in der realen Welt bereits in den 80er Jahren auf Spielautomaten von Atari, auf welchen ihr in simpler 3D-Vektorgrafik auf andere Panzer schießen konntet, ehe Activision das Ganze 1998 mit der eben erwähnten Hintergrundgeschichte in ein vollwertiges Spiel packte. Daneben erschien aber auch im Jahr 1999 Battlezone 2, welches so unfassbar gut war, dass ich diesem Spiel gerne noch ein weiteres Video widmen möchte, sowie die VR-Auskopplung, die schlicht Battlezone hieß, im Jahr 2016, welche aber im Grunde nichts mit dem heute besprochenen Spiel zu tun hat und sich mehr auf die Arcade-Wurzeln zurückbesann. Zurück im Spiel beginnt ihr eure Reise als Rekrut auf dem Mond, auf welchem euch das Spiel in die Fahrphysik von Panzer und Co. einführt, was dank geringer Mondschwerkraft schon ab Minute 1 extrem bockt. Battlezone funktioniert im Grunde folgendermaßen. Auf sogenannten Geysiren könnt ihr Gebäude platzieren, in denen ihr dann Fahrzeuge, Abwehrtürme oder Munition herstellen könnt. Als Ressource kommt hier das schon angesprochene Biometall zum Einsatz, welches entweder in kleinen Feldern schon auf der Karte rumliegt und von euren Sammlern bzw. Scavengern eingesammelt werden kann oder neu durch die Vernichtung von Gegnern entsteht, die entsprechende Trümmer zurücklassen. Looks like they found us sooner than we hoped. You better secure that area quickly. In gewisser Weise müsst ihr nicht mal großartig selbst aktiv in den Kampf eingreifen, sondern könnt als guter Commander auch einfach nur Befehle erteilen, was aber natürlich nur halb so viel Spaß macht.
Sollte euer Fahrzeug zerstört werden, katapultiert ihr euch automatisch mit einem Schleudersitz raus und könnt dann entweder ein anderes eigenes übernehmen oder via Sniper den Fahrer des Gegnerfahrzeugs eliminieren und dann dessen übernehmen, falls ihr nicht vorher schlicht platt gefahren werdet. Scavenger lost. Battlezone war Ende der 90er Jahre technisch revolutionär, was nicht nur von mir, sondern auch reihenweise von der Fachpresse anerkannt wurde. Die PC Games vergab zum Beispiel 86%, die GameStar sogar 89%. Allerdings gilt der Titel, wie auch sein Nachfolger, als Flop, da sich der Titel kaum verkaufte und nicht mal seine Produktionskosten wieder einspielen konnte, was mir heute noch im Herzen wehtut. Trotzdem, oder Gott sei Dank, legte Rebellion den Titel für moderne Betriebssysteme als Battlezone 98 Redux Edition mit aufpolierter Grafik in 2016 neu auf. Durch die Neuauflage kam auch der Steam Workshop samt aktiver Modding-Community inklusive Karteneditor ins Spiel. Außerdem konnte der ebenfalls geile Multiplayer ein Comeback feiern. Und diese Redux Edition mit The Red Odyssey Add-on möchte ich euch heute ans Herz legen. Das bekommt ihr nämlich inklusive deutscher Mehrwertsteuer bei meinem Partner Instant Gaming für unter 3 € und lässt euch in eine völlig andere Art von RTS eintauchen, die man meiner Meinung nach unbedingt gespielt haben sollte. Und das auch ohne 90er Jahre Nostalgiebrille. Gönnt euch!